Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich habe mir gesagt, dann nehme ich das doch mal zum Anlass und stelle euch mal meine Top 5 des Jahres 2025 vor. Außerdem soll das hier ein kleines Dankeschön an meine Abonnenten sein, weil dieses Jahr habe ich zum ersten Mal die 500er Marke geknackt. Vielen Dank dafür. Ja, als ich vor fast, weiß ich gar nicht, 11 Jahren, 2014, meinen Kanal hier eröffnet habe, gut, ich habe den auch sehr lange liegen lassen, ich gebe das zu, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal 500 Abonnenten habe. Natürlich wäre das ganz schön, wenn ich irgendwann mal die 1000 Abonnenten hätte, das würde meinem Kanal ziemlich helfen, aber ich mache das hier ja nicht aus irgendwelchen kommerziellen Gründen, zumindest noch nicht, sondern ich mache das eigentlich aus der Freude heraus. Just for fun. Quantum Storm Star Wars Collection. Wie ist das Ganze hier eigentlich entstanden? Nun, das ist ganz einfach zu erklären. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wie kriege ich diese Teile eigentlich wieder zurück in die Box? Und ich habe mir gesagt, ich habe doch eine Videokamera, dann kannst du dich ja aufnehmen beim Auspacken. Und währenddessen ich das getan habe, habe ich mir gesagt, vielleicht interessiert das ja noch jemand anders, dann kann man das Ganze ja auch nach YouTube hochladen. Nun war das aber so, dass das Ganze so ein bisschen schmucklos war, also habe ich angefangen, ein eigenes Intro zu bauen, mir einen Kanalnamen auszudenken, naja, was man halt so macht. Tja, und so ist das Ganze damals entstanden. Ich möchte euch jetzt meine Top 5 vorstellen und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir danach auch noch einmal eure Top 5 des Jahr 2025 einmal in die Kommentare reinschreiben und bin mal gespannt, was da so bei euch ganz oben in der Liste rankt. Schaut mal, was hier vorbeigeflitzt ist. Ein Speeder. Um genau zu sein, ein X34 Landspeeder und Luke Skywalker ist auch noch mit dabei. Schaut mal, was hier vorbeigeritten ist. Ja, es ist der Bantha mit einem Tusken Raider. Schaut mal, was hier vorbeigetrudelt gekommen ist. Ja, richtig. Darth Vaders TIE Advanced. Da ist sie. Die Ghost. Bekannt aus der Serie Ahsoka. Allerdings hatte das Schiff natürlich vorher seinen Auftritt schon. Und zwar in der animierten Serie Rebels. Wenn man in der Wüste ist und so richtig Durst hat, wo geht man denn hin? Ja klar, in die Mos Eisley Cantina. Das waren sie also, meine Top 5 des Jahres 2025. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, was es so bei euch in die Top 5 geschafft hat. Wenn ich mir was für 2026 wünschen dürfte, dann wäre es sicherlich ein Tantive 4 Vehicle. Weil ein Playset, das hatten wir schon mit dem Korridor, aber ich hätte ganz gerne ein ganzes Vehikel. Ja klar, ich weiß, viele Leute sagen, das wäre gar nicht möglich, weil wäre viel zu groß. Aber mal ganz ehrlich, wir haben auch den Millennium Falcon bekommen.
Wir haben den AT-AT bekommen und auch die Barke von Jabba the Hutt haben wir bekommen. Alles relativ große Vehikel und warum sollte es da die Tantive 4 nicht auch schaffen? Zumal Kenner damals ja auch schon Pläne für eine Tantive 4 gehabt hat. Ist nur leider nie umgesetzt worden. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection, aber nicht ohne euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2026 zu wünschen. Ich hoffe, dass wir uns alle nächstes Jahr wiedersehen auf diesem Kanal und bis denn und tschüss. Du hast es bis ans Ende dieser Mission geschafft. Respekt, junger Padawan. Damit bist du Teil der auserwählten Crew, die den geheimen Endbildschirm im Rebellenstützpunkt erreicht hat. Wenn du deinen Hyperantrieb starten möchtest, hau auf ein Like, es sind auch keine Credits nötig, und schließ dich der Flotte an mit einem Abo. Weitere Abenteuer findest du hier, vielleicht lauert da schon deine nächste Episode.